Hallo, hier ist Mike Malek von der Manscout Academy und ich möchte mit dir über das Thema Depressionen reden. In unserer heutigen Zeit, wo der Druck ständig zunimmt und die Herausforderungen des Lebens überwältigend erscheinen können, ist es wichtiger denn je, offen über psychische Gesundheit zu sprechen. Depressionen sind eine komplexe Erkrankung, die jeden treffen kann, aber es gibt viele Wege, damit umzugehen und sie zu überwinden. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Einsichten und Strategien mit dir teilen, die dir helfen können, mehr Struktur in dein Leben zu bringen, positive Gefühle zu fördern und letztendlich ein erfüllteres Leben zu führen. Einleitend zunächst dieser Hinweis: Wenn du jemanden kennst, der mit Depressionen kämpft und es ihm wirklich schlecht geht, solltest du nicht zögern, ihm Antidepressiva zu empfehlen. Depression, insbesondere bei Männern, führt jährlich zu zwischen 10.000 und 11.000 vollendeten Suiziden wegen Depression. Das muss nicht sein. Depression ist heilbar oder zumindest kontrollierbar. Wenn jemand nicht mehr da ist, können wir ihm nicht mehr helfen. Wir müssen es jetzt tun. Wenn es dich betrifft oder einen Freund, Bekannten, Familienmitglied, suche Hilfe und versuche eine Therapie mit Antidepressiva, um zunächst einmal aus der Krise herauszukommen. Okay. Also wenn du an Depression leidest, bist du in gewisser Weise verpflichtet, jedes Seil zu ergreifen, das dir zugeworfen wird. Und eines der Dinge, die ich ständig mit meinen Klienten mache, besonders wenn sie wirklich in einer schwierigen Lage sind, ist ihnen zu sagen: Schau, ich weiß nicht genau, was dir helfen wird, aber lehne nicht voreilig Möglichkeiten ab, denn vielleicht kannst du dein Problem einfach lösen. Das ist nicht auszuschließen. Antidepressiva haben vielen Menschen geholfen, und es gibt handfeste Gründe dafür. Das ist ganz einfach eine Tatsache. Darum versuche es zumindest. Du siehst oft Menschen, die leiden, beispielsweise an Depressionen. Männer leiden besonders stark. Es gibt viele Gründe dafür, aber ich möchte einen häufigen Grund herausgreifen. Du kannst es ein bisschen wie die Erzählung von Alice im Wunderland vor Augen führen, um zu verstehen, wie das Ausweichen vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung zu ernsthaften Problemen führen kann, einschließlich Depressionen. Alice' Abenteuer im Wunderland spiegeln eine Reise der Selbstfindung wider, auf der sie mit verwirrenden und oft widersprüchlichen Herausforderungen konfrontiert wird. Diese metaphorische Reise verdeutlicht, wie die Flucht in eine Welt der Illusion und das Vermeiden von Verantwortung uns davon abhalten können, unsere wahre Identität zu finden und zu reifen. Wenn wir, wie Alice, versuchen, den Realitäten des Erwachsenenlebens auszuweichen, indem wir uns in eine Welt der Fantasie zurückziehen oder Ersatzhandlungen nutzen wie Arbeitswut, Karriere, Materialismus und so weiter, riskieren wir, den Kontakt zu unserem wahren Selbst zu verlieren. Dies wird eine innere Leere schaffen, die oft mit Gefühlen der Isolation, Sinnlosigkeit und letztendlich Depression verbunden ist. Es erfordert den mutigen Schritt, sich diesen Herausforderungen zu stellen und aus dem metaphorischen Wunderland in das für uns bestimmte Leben zurückzukehren, der uns erlaubt, persönliches Wachstum zu erfahren und ein erfüllteres Leben zu führen. Was du oft bei Menschen siehst, die unter Depressionen leiden, und das ist keine Pauschalisierung der Ursachen von Depressionen, denn es gibt viele davon, ist, dass Menschen, die nicht genug Ordnung in ihrem Leben haben, leicht überfordert werden. Wenn also jemand zu mir kommt und sagt, er sei depressiv, stelle ich ihm immer einige standardisierten Fragen. Zum Beispiel: Erstens, hast du einen Job? Wenn du keinen Job hast, steckst du wirklich in Schwierigkeiten. Zunächst einmal geraten deine biologischen Rhythmen sofort durcheinander, denn es gibt keinen Grund, zu einer bestimmten Zeit ins Bett zu gehen oder aufzustehen. Und für viele Menschen reicht es schon, wenn sie nicht zur gleichen Zeit aufstehen, um die Funktion ihrer zirkadianen Rhythmen zu stören, was sie sofort depressiv machen kann. Besonders, wenn sie dazu neigen, nachmittags ein Nickerchen zu machen. Zweitens, fehlt es dir an einem Ziel, ein echtes Ziel im Leben? Menschen kommen ohne klaren Lebenszweck nicht gut zurecht. Und das ist keine Theorie. Wir verstehen die Schaltkreise, die positive Emotionen zugrunde liegen, voll und ganz. Wir wissen, wie sie funktionieren. Fast alle positiven Emotionen, die du in deinem Leben erfahren wirst, werden nicht die Folge davon sein, dass du Dinge erreichst. Sie werden die Folge davon sein, dass du siehst, dass Dinge funktionieren, während du auf ein Ziel hinarbeitest, das du wertschätzt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das musst du wissen, denn oft sind Menschen überrascht.
Zum Beispiel beenden Sie Ihre Doktorarbeit und gehen davon aus, dass Sie einen Monat lang überglücklich sein werden. Stattdessen sind Sie oft tatsächlich deprimiert und denken, was zum Teufel, ich habe 7 Jahre daran gearbeitet, habe sie abgegeben, und was mache ich jetzt? Genau das ist es, was Sie deprimiert. Es ist das, was mache ich jetzt? Sie sind in Ordnung, solange Ihnen das Streben nach dem Ziel Spaß macht, solange es funktioniert. Bekommen Sie viel Begeisterung und Freude daraus, denn so funktionieren unsere Nervensysteme. Der Großteil deiner positiven Emotion ist Zielverfolgungsemotion. Ist das Ziel erreicht, fällt man manchmal in eine Art Loch und fürchtet sich vor der bohrenden Langeweile eines Lebens, das sich nun nur noch so dahinschleppt. Wenn du Drogen wie Kokain oder Amphetamin nimmst, ist der Grund, warum sie angenehm sind, dass sie die Systeme aktivieren, die dir helfen, Ziele zu verfolgen. Organisch ist es dasselbe Glückszentrum im Gehirn, das angesprochen wird. Deshalb verfallen Menschen den Drogen. Wenn du also keinen Job und kein Ziel hast, fehlt dir die Struktur. Das ist nicht gut. Plus, es fehlt dir wahrscheinlich an einem Sinn. Du bist also von einem chaotischen Mangel an Struktur überwältigt und hast keine positive Emotion. Ich möchte dir ein paar grundlegende Tipps an die Hand geben, wie du den Mangel an Struktur in deinem Leben angehen kannst, um so positive Gefühle und Motivation zu fördern. Erstens, versuche dir kleine, erreichbare Ziele für jeden Tag zu setzen. Das kann etwas so Einfaches sein wie das Aufräumen eines Raums oder das Schreiben einer Aufgabenliste für den nächsten Tag. Diese kleinen Siege können einen enormen Unterschied machen, weil sie dir ein Gefühl der Errungenschaft geben und deine Fähigkeit, größere Herausforderungen zu meistern, deutlich stärken. Zweitens, baue Routinen auf, die dir Struktur geben. Das kann bedeuten, dass du jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehst und ins Bett gehst, regelmäßige Mahlzeiten einplanst und feste Zeiten für Arbeit und Entspannung festlegst. Routinen können dir helfen, dich geerdet und fokussiert zu fühlen, selbst wenn das Leben turbulent wird. Drittens, umgib dich mit Menschen, die dich unterstützen und motivieren. Das kann Freunde, Familie oder sogar eine Selbsthilfegruppe umfassen. Sich auszudrücken und Unterstützung von anderen zu erhalten, kann einen großen Unterschied in deinem Wohlbefinden machen und dir zusätzliche Struktur bieten, indem es regelmäßige soziale Interaktionen gibt. Denk daran, der Schlüssel ist, klein anzufangen und dich von dort aus hochzuarbeiten. Jeder Schritt, den du machst, ist ein Fortschritt in die richtige Richtung. Die Manscout Academy bietet dir insbesondere als Mann eine ganze Reihe von Werkzeugen an, mit denen du ein Lebensziel findest, aktive Möglichkeiten, die Lebenszeit optimal zu nutzen, in eine sinnvolle Gemeinschaft mit Gleichgesinnten einzutreten und einen roten Faden für das tägliche Leben zu finden. Wenn dich diese Möglichkeit interessiert, besuche doch bitte die Website der Manscout Academy, informiere dich über unsere Angebote, Kurse, Seminare und trete mit mir in Kontakt, um Fragen zu stellen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Wenn dir dieses Video nützliche Infos gegeben hat, vergebe bitte ein Like. Um automatisch über unseren neuen Video informiert zu werden, sobald wir sie hochladen, folge bitte diesem Kanal. Bis auf bald, danke für deine Zeit und liebe Grüße.